du lernst gerade Tiere zu zeichnen oder hast allgemein Probleme mit dem Thema Feldzeichnen, dann ist das heutige Video vielleicht genau das Richtige für dich. Denn im heutigen Video geht es um die Grundlagen vom Feldzeichnen und das ist total technikunabhängig. Also ich denke, für jeden, der damit Probleme hat oder gerade anfängt, super interessant. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuschauen und vielleicht nimmst du ja das ein oder andere mit. So, Loki hat sich netterweise dazu bereit erklärt, mithilfe einer kleinen Bestechung, dass ich euch das mal am lebenden Objekt zeigen darf, nämlich an seinem Fell, dass die Haare vom Fell spitz zulaufend sind, die einzelnen Härchen, und nicht einfach gerade Striche sind. Das gleiche gilt übrigens für Schnurrhaare. Also merken wir uns fürs Feldzeichnen, dass die einzelnen Haare spitz zulaufend sind. So, jetzt macht gerne mit. Und zwar zeichne ich Fell so, dass ich jetzt übertrieben gesagt am Anfang stark aufdrücke und während ich den Stift übers Papier ziehe, verringere ich den Druck, bis der Stift zum Schluss ganz vom Papier abhebt. So wie man es natürlich nicht machen sollte, mit gleichbleibendem Druck den Stift übers Papier ziehen. Hier seht ihr es nochmal aus einer anderen Perspektive. Also erst stark aufdrücken, dann aus dem Handgelenk quasi die Bewegung machen und den Stift zum Schluss vom Papier abheben lassen. So, ich darf euch nochmal was an Lokis Fell demonstrieren. Und zwar, dass das Fell in verschiedenen Schichten aufgebaut ist. Heißt, es besteht natürlich nicht aus einer Schicht. Das wäre für den Hund oder für das jeweilige Tier wahrscheinlich auch ein bisschen blöd. Und die einzelnen Schichten bzw. die einzelnen Haare, wie ihr seht, überlappen sich. Heißt, sie sind nicht hintereinander irgendwie stumpf gezeichnet, sondern sie überlappen sich, sie überkreuzen sich. Und deswegen sollten wir auch das beim Zeichnen natürlich beachten. Also merken wir uns fürs Zeichnen, dass die einzelnen Härchen sich überlappen und dass das Fell in Schichten aufgebaut ist. So, und dieses Wissen setzen wir auch gleich mal um. Und zwar als erstes, dass sich die einzelnen Härchen im Fell überlappen und überkreuzen. Wenn ihr das Fell so zeichnet, wirkt es natürlich deutlich realistischer, als wenn ihr nur stumpf ein paar Striche nebeneinander zeichnet. Nun zeige ich nochmal, wie es nicht aussehen sollte bei einer realistischen Zeichnung. Und zwar, dass die Haare ganz akkurat nebeneinander gezeichnet sind. Und da ist das auch egal, ob ihr den gleichmäßigen Stiftdruck sozusagen aufs Papier ausübt oder ob ihr die eben gelernte Technik anwendet und die Härchen spitz zulaufend zeichnet. So wirkt Fell einfach nicht realistisch, also lasst die einzelnen Härchen sich überlappen. Nun kommen wir zum Thema, dass das Fell in Schichten aufgebaut ist. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann, zeichentechnisch. Aber man könnte zum Beispiel eine Grundierung machen, diese verblenden und darauf die einzelnen Schichten drauf arbeiten. Dabei kann man dann mit verschiedenen Bleistiftstärken oder auch, je nachdem in welcher Technik man zeichnet, mit verschiedenen Farben arbeiten und natürlich auch zum Beispiel mit einem Radiergummi, um Kontrast reinzubringen. Während ihr das in Schichten ausarbeitet, denkt dran, dass ihr, wie schon gelernt, keine geraden Striche nebeneinander setzt und auch nicht während des Fellzeichnens immer den gleichen Druck auf den Bleistift ausübt, sondern einfach mit Schwung das Fell zeichnet.
Das dauert natürlich seine Zeit, aber die sollte man sich dann auch nehmen, wenn man möchte, dass das Fell realistisch aussieht. Ihr werdet gleich auch sehen, dass natürlich Fell, das man nicht in Schichten ausarbeitet, deutlich schneller geht, aber natürlich dann auch nicht so realistisch aussieht. Ich möchte nochmal betonen, dass es hier um das realistische Darstellen von Fell geht und nicht darum geht, wie man was machen darf und nicht machen darf. Ihr könnt natürlich machen, was ihr möchtet. Ich möchte euch nur zeigen, wie ihr es realistischer aussehen lassen könnt. Neben dem Aspekt, wie man das Fell zeichnet, spielt natürlich bei realistischen Tierporträts besonders auch die Fellrichtung mit rein. Heißt, verschiedene Tierarten haben auch verschiedene Fellrichtungen oder können verschiedene Fellrichtungen haben. Das kann also variieren, aber auch innerhalb einer Tierart kann das natürlich variieren. Deswegen arbeitet gerade am Anfang nach guten Vorlagen, kann ich da nur empfehlen. Wenn ihr keine gute Vorlage habt, dann sucht euch ein ähnliches Foto von einem ähnlichen Tier, wo ihr, wenn ihr zum Beispiel die Tierart wisst, ihr wisst, das ist ein Hund, das ist ein Labrador, gebt das zum Beispiel bei Pixabay ein und schon habt ihr Fotos mit einer guten Qualität, wo ihr die Fellrichtung super erkennen könnt und könnt euch daran dann so ein bisschen orientieren. Es ist gerade am Anfang wichtig, sich sowas halt auch einzuprägen. Damit hilft man sich später einfach weiter, wenn man mal nicht so gute Fotos hat und dann weiß man einfach schon ein bisschen mehr. Ich werde euch jetzt nochmal ein paar Beispiele zeigen von verschiedenen Tierarten, wo ich die Fellrichtung mal eingezeichnet habe, damit euch das mal ein bisschen klar wird, dass es wirklich auch Unterschiede geben kann. Hier seht ihr zum Beispiel einen Hund, nämlich die Vita. Da habe ich die Fellrichtung eingezeichnet. Und beim nächsten Tier, nämlich der Katze, kann man nämlich schon sehen, dass die Fellrichtung gerade an der Nase etwas anders verläuft. Wieder komplett anders ist es beim Pferd, was ihr jetzt seht. Denn da ist der Fellverlauf schon wieder etwas anders als zum Beispiel bei einem Hund oder einer Katze. Ja, wenn es darum geht, Tiere realistisch darzustellen, spielt natürlich auch das Verhältnis von Tiergröße zur Blattgröße eine Rolle. Heißt, wenn ich eine Maus auf A4 zeichne, kann ich die natürlich deutlich größer darstellen. In echt wäre ich sehr nah an der Maus dran, könnte jedes einzelne Härchen erkennen. Zeichne ich ein Pferd auf derselbigen Größe, müsste ich in echt, also weiter vom Pferd wegstehen, könnte also nicht so viel Fellstruktur wahrnehmen, müsste die Fellstriche, die ich mache, dementsprechend also kleiner machen. Bei der Maus könnte ich sie dementsprechend halt größer und länger machen, auch wenn es eine kurzhaarige Maus ist. Nehmen wir jetzt mal an, wir zeichnen das jetzt größer, dann könnte man auch beim Pferd wieder größere und längere Striche machen. Heißt also zusammengefasst, zeichnet das, was ihr seht und passt eure Fellstriche, die ihr macht, einfach dem Verhältnis vom Tier zur Blattgröße an, sodass es auch realistisch rüberkommt für den Betrachter. Ja, ich hoffe, man hat das jetzt irgendwie verstanden, wie ich das meine, weil das ist irgendwie schwierig zu erklären, das ganze Thema. Deswegen, wenn es dazu Fragen gibt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Aber ich hoffe natürlich, das war irgendwie verständlich für euch. Ich hoffe, das Video war hilfreich für den einen oder anderen. Und wenn dich das Thema Tiere zeichnen und malen interessiert, schau super gerne auf meinen Channel vorbei. Da findest du bereits über 100 Videos zu diesem Thema. Und hier lasse ich jetzt noch weitere Videos zum Thema Tiere zeichnen von mir anzeigen. Schau da gerne vorbei und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!